Guten Morgen, liebe Leute. Naja, sieht nicht wirklich goldig aus hier. Das Wetter, es sind Gewitter angesagt. Eigentlich war das erst für morgen angesagt. Ich bin ziemlich überrascht. Anscheinend hat es schon in der Nacht ein bisschen geregnet. Also gestern bin ich Sachen gefahren, die wollte ich nie fahren, wenn es nass ist oder regnet. Wenn ich mir die Satellitenbilder angucke, dann ist es gegen Mittag, also in 1,5 Stunden vorbei. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass ich da nicht voll reinfahre. Ja, du wirst jetzt gefilmt. Falsche Entscheidung. Und diese Hütte ist ja herzallerliebst. Wenn die Hunde kommen. Gestern hätte ich das locker gemacht. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Davor mir ist der Feier, habe ich übernachtet. Jetzt gibt es eine kleine Rundfahrt quasi bis zum nächsten Dorf. Ja, keine Ahnung, wie weit. Jedenfalls sollte alles richtig gehen. Viel Ted heute wieder Richtung Miranda de Ebro. Und dann gucken wir mal weiter. Ich gehe das jetzt mal Step by Step an. Ach Gottchen. Ich bin jetzt da 50 Meter hochgegangen. Ja, und jetzt sieht das da so aus. Und nee, Leute, solche Sachen mache ich nicht. Also wenn es schon so beginnt, ne. Dann war's das. Ja, schön kommt die Sonne da drüben. Mal schauen, ob ich einen anderen Einstieg finde. Ich habe jetzt eine Alternative gefunden, aber auch hier geht es also ziemlich zur Sache. Da oben ist nochmal steil. Wo es steil ist, das ist auch schwierig hier. Aber ja, sollte machbar sein. Eieieiei. Ist schon heftig. So, auf diese Piste wollte ich eigentlich kommen. Die müsste jetzt ein bisschen besser sein. So eher so eine Zufahrt, um die Windräder aufzustellen, also bestimmt mal ein bisschen breiter. So, und meines Wissens müsste das jetzt wieder der Ted sein. Oder dort oben. Ja, da haben wir ihn wieder elegant. Die Klippe umfahren mit 1-2 Kilometer. Ich möchte jetzt überhaupt nichts verschreien, aber wenn es heißt, nach mir die Sintflut, dann sieht es heute genau umgekehrt aus. Ich fahre eher in diese Richtung und da klart es also auf, wie angekündigt. Und hier haben wir eine recht große Windanlage, die führt da weit, weit runter. Spektakulärer Ausblick, aber ich kann mich jetzt überhaupt nicht orientieren in dieser Pfanne. Dort sind die Pyrenäen. Da sieht man noch so im Dunst ein paar Ecken. Ich bin hier auf dem Abstieg, das war gerade eben ein super steiles Stück. Es ist gut fahrbar, sage ich mal, aber es ist halt schon sehr tief teilweise. Also gehe ich da mal sehr, sehr defensiv ran, weil wenn du da mal rutschst,
kannst das Motorrad kaum mehr auffangen, habe ich das Gefühl, oder ich kann es nicht. Ja, spannend zum Gucken, oder so ist das jetzt nicht wirklich hier runter. Ich wollte vorhin das mit der Steilheit mal zeigen, aber wie es halt ist, kaum nimmt man auf, ist es wieder vorbei. Wie ihr gleich sehen werdet, wird an diesem Tag noch einiges schief laufen. Da auf meiner Route lange keine Tankstelle zu finden war, musste ich erstmal zurück an den Anfang, zurück nach Tafaya. Danach ging es quer über Land. Leider war die Helmkamera plötzlich im Zeitraffer-Modus und somit gab es keine Tonaufnahme, ja auch das Backup auf der Insta360 funktionierte nicht. Dabei musste ich doch über meinen Schatten springen und tatsächlich über einen Acker fahren, was ich grundsätzlich den Bauern wirklich nicht antun möchte. Ansonsten hätte ich aber wegen diesen 100 Metern erneut 10 Kilometer zurück nach Tafaya fahren müssen. Aber das sollte nicht das letzte Übel an diesem Tag gewesen sein. Scheiße! Ah! Come on, come on, come on, come on, come on. Ah. Ah. Oh, das hat jetzt Kraft gekostet. Keine Ahnung wie viel Zeit. Also 1 Uhr, wahrscheinlich etwa 3/4 Stunde, bis ich jetzt soweit war. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich nicht nochmal so eine Klippe habe, da auf der anderen Seite hoch, dass ich mal ein bisschen zufahren kann, abkühlen mit Fahrtwind. Lass uns das fertig bringen. Moped läuft, das war noch so eine Geschichte. Geh mal.
Fühlt sich irgendwie etwas seltsam an, Bremse geht. Jetzt kriegen wir das hoffentlich hier hoch. Ach Leute, es ist jetzt einfach doof. Da drüben sieht es aus, als würde von diesem Kanal her eine Straße abbiegen. Ich fahre jetzt einfach da lang. Ich denke, das ist zwar eine Farm privat, aber irgendwie. Und wenn die Hunde kommen, es könnte sein, dass da noch ein versperrtes Tor ist, aber das Ding ist jetzt einfach, ich habe wieder mal das hat super viel Kraft gekostet. Ich muss mich erstmal ein bisschen erholen. Also hier ist auf. Bedeutend weniger steil. Jetzt ist der Lenker ein bisschen, was er immer auf dieser Seite schräg war, ist er jetzt auf die andere. Ja, das stört mich jetzt aber mehr. Vielleicht wieder nur eine Gewöhnungssache. Das Seltsame ist, wenn ich mir das hier anschaue, ist es symmetrisch. Aber das Gefühl, vielleicht habe ich mich einfach so daran gewöhnt, dass es auf die falsche Seite war, der Lenker. Okidoki, es ist 1 Uhr. Ich bin schon extrem verschwitzt. Ich bin eigentlich noch nirgends. Das ist jetzt wieder eine schöne easy Piste, um ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, weil nach jedem Sturz war das ja wieder nicht, aber das war eine super Anstrengung. Es war mir einfach zu krass, zu viel Geröll, zu weich, zu steil. Dann ist es schön, wenn man wieder mal so ein bisschen relaxed solche Sträßchen fahren kann. Bisschen regenerieren. Dann habe ich den Lenker gerade gebogen, das kann man so nicht sagen, aber ich habe das Vorderrad an eine Wand gedrückt, so dass es wieder stimmt oder wieder in die andere Seite falsch ist. Aber das passt so, das ist so, wie es vorher war. Die Klemmböcke bei Gelegenheit alles mal neu nachziehen. Wenn das so bleibt, dann bin ich super happy. Mal noch ein paar Kilometer fressen. Bin gerade überhaupt nirgends. Irgendwie Luftlinie sind das jetzt nicht mal 20 Kilometer von Tafaya, wo ich gestartet bin, und das in 2 Stunden. Geht's da schon wieder links runter, gar nicht in die Richtung, wie ich gemeint hatte. Der Ted macht hier ziemlich einen Zickzackkurs. Unglaublich, die Pisten, die es hier gibt. Ein Paradies für Anfänger. Ich hüte mich. Ich glaube, ich brauche immer noch eine Weile, bis sich meine Oberarme erholt haben. Es ist jetzt wieder, ich wollte sagen kühler. Man merkt, dass heute irgendwann da was runterkommen wird. Ja, der Ted wäre da hoch. Scheibe, mache ich nicht. So, jetzt geht's da rechts hoch zum Ted wieder. Ja, machen wir mal. Wieder auf dem Ted und sieht wieder ein bisschen grober aus, aber ja, ich fahre mal weiter. Wow. War das eine gute Idee? Nee. Falsche Entscheidung. Guck's mir kurz wieder an. Doof. Jetzt nicht machen sollen. Das ist ja nicht
dass das jetzt so schwierig wäre, überhaupt nicht. Es ist einfach, wenn es hier schon so aussieht und mal ein bisschen steiler wird, dann weiß ich, ja, genau. Es ist alles fahrbar, aber nee, muss nicht. Gestern hätte ich das locker gemacht. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. So, jetzt fahre ich da zurück auf die Straße und dann da in den nächsten Ort. Treffe dort den Ted wieder, vor allem mache ich dann mal Pause. Das ist ja hier, habe ich eine geile Alternative zum Ted gefunden. Der verläuft da oben den Waldrand entlang und hier eine einfache Route quer durch diese Felder. Ziemlich geil. Also wenn man mir die Wahl gelassen hätte, hätte ich von Beginn weg, wäre ich auf dieser Route gefahren. Entspannt, gibt auch was her. Das sieht schon hübsch aus. Das ist ein hübsches Bild. Ich bin bei Mendogorje über dem Fluss und dann rechts weg, genau wie im TED-Track. Dann war da aber ein Sackgassezeichen. Da kam ich auf ein Gelände und ein Mann auf mich zu. Der meinte dann, rechts weg geht nicht, aber da so ein kleines Stück hoch. Autsch, also schon sehr verwachsen und ja, teilweise Asphalt, teilweise grobes Geröll. Das hätte man ein bisschen einfacher haben können mit irgendwie 200-300 Meter Umfahrung. Und dann bin ich jetzt irgendwie 500 Meter neben dem Track hergefahren. Da ist irgendwie wohl ein Unterbruch. Aber es geht, wenn man da ein bisschen erfinderisch ist. Findet man den dann schon. Also diese Gegend ist ja gesegnet mit Pisten, die gut fahrbar sind. Wahrscheinlich ein bisschen schlammig. Okay, entlang eines Kanals. Ich hatte mich gewundert, weil sich die so über längere Zeit hinschlängelt, diese Piste auf dem Track. Man hatte sowas vermutet. Im Normalfall ist das aber Fahrverbot. Hier war jetzt nichts dergleichen. Ja, dann fahren wir jetzt mal ein paar Kilometer diesem Kanal entlang. Notfalls gehe ich schwimmen. Wenigstens kann man davon ausgehen, dass hier kein großes Gefälle sein wird. Aber Löcher. Ja, da ging es gerade mal kurz wieder steiler hoch, abgebogen von diesem Track da dem Kanal nach entlang. Jetzt geht es irgendwie über den Berg. War schon steil, aber eine gute Piste, also absolut problemlos fahrbar. Es ist wieder 34 Grad und ziemlich feucht.
Also bisher gefällt mir die Piste. Ich mache zwar null Weg damit, einfach ein bisschen Offroad gefahren. Die Landschaft ist jetzt auch nicht wirklich so atemberaubend hier. Es kann natürlich auch am Licht liegen, aber die Piste ist geil, gut zu fahren. Das war jetzt, ich bin ja noch nicht durch, aber das ist einfach wieder mal eine Schlaufe, das hätte man auch abkürzen können. Ich komme dann bald wieder runter da zum Kanal. Ja, mal schauen, wie sich das Wetter hält. Es windet sehr. Super viel Feuchtigkeit in der Luft. Ich denke, da gibt es den einen oder anderen Kracher heute Abend. Ich hoffe erst am Abend und nicht schon jetzt am Nachmittag. Noch halbwegs so weit komme, wie ich mir vorgenommen habe, bis Miranda da Ebro. In diese Richtung sieht es gut aus, aber ich möchte eigentlich in diese. Oder mehr sogar da. Natürlich fährt der Dr. Traktor da rein, wo es regnet, oder nimmt am besten gleich die Regenwolke mit. Also viel befahren ist der Ted nicht hier. Da musst du irgendwie andersweitig auf Hilfe hoffen, wenn du sie brauchst. Irgendwie fahre ich immer rechts. Ein Rundkurs scheint mir. Ich biege jetzt zum 4. Mal hintereinander rechts ab. Dass ich nicht schon wieder am selben Ort bin, erstaunt mich doch ziemlich. Das ist ja echt ein Paradies von Pisten, das ist unvorstellbar. Das hatte ich ja schon mal das Gefühl, südlich von Pamplona, meiner letzten Spanien-Tour. So, und jetzt werde ich nicht weiterfahren auf dem TED. Jetzt mache ich da ein ganzes Stück auf der Straße um Estella herum. So, ich habe um Estella oder durch Estella durch die Hauptstraße genommen. Und bin jetzt wieder auf dem TED und der zweigt hier rechts weg und ihr seht, da drüben ist super schwarz. Da kommen Gewitter und wenn ich mir jetzt diese Piste anschaue, dann werde ich das wohl nicht machen. Ach Gott. Genau, dann ist es wieder so ein Punkt, um umzukehren. Man weiß nie genau, wie schnell das dann kommt und wenn es so eine Piste ist, ne. Danke.
Ja, da regnet es doch an verschiedenen Stellen schon da vorne. Da habe ich mich zu fest vertan heute. Ja, natürlich noch Moped hingelegt und ja. Sieht es Richtung Miranda beinahe besser aus. Das ist, meinte ich, diese Richtung. Ja, dort regnet es auch. Es kommt alles ein bisschen früher als erwartet oder angesagt. Das war es erst auf Abend. So, ich glaube, das war's mit Offroad für heute. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich trocken in ein Hotel komme. So, hoffen wir, hält alles. Ich bin total überraschend auf einer unbefestigten Straße, einen Pass gelandet, raus aus dem Canyon. Ich hatte eigentlich eine Route eingegeben von Logroño bis Llanes an einem Ort vorbei, zwischen Stopp bei einem speziellen Felsen, den ich fotografieren möchte. Ich bin jetzt sowas von überrascht, dass TomTom hier einfach eine Offroad-Strecke eingebaut hat. Genieße ich natürlich und jetzt musste ich nochmal meine Kameras hervornehmen. Es windet heftig. Ich bin hier gerade in einem windstillen Teil. Da von dem Felsen rechts sieht man jetzt gerade nicht beschützt. Ja, zum Teil wurde mir schon Angst und Bange und da liegen auch super viele Äste auf dem Weg. Da mag ich vielleicht ein bisschen ein Schisser sein, aber ich möchte nicht, dass mich so ein Ast trifft, wenn ich gerade unten durchfahre. Schade, der untere Teil war natürlich schon gerade ein bisschen spektakulärer zwischen den Felsen, aber ich drehe jetzt nicht nochmal um. Ist keine Herausforderung, aber richtig eine geile Piste. Zwischendurch in der Spurrinne. Da ist schon viel loses Geröll, aber es gibt da eine harte Spur. Dann heißt das Puerto Monte de, keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht. Das ist okay. Und diese Hütte ist ja hübsch. Herzallerliebst. Dieser Unterstand. Da gibt es einen Ort, der nennt sich Banizares. Wird mir dann helfen bei der Suche. Sonst war heute eher bescheiden, sag ich mal, mit der Ausnahme von einem Canyon, den ich durchfahren habe. Der war sehr, sehr hübsch, war natürlich alles asphaltiert. Ich habe deshalb auch keine Aufnahmen gemacht. Aber dieser Canyon, der war schon sehr, sehr hübsch. Und genau in diesem Canyon hatte Willi die 10.000 auf seinem Kilometerzähler. Ein schöner Geburtstag. Bin ich ja sehr gespannt, wenn ich mir jetzt den TED öffne. Ob das zufällig auf dem TED wäre. Naja, wenn der so ein Ast da genau auf den Kopf fällt, okay, ich habe einen Helm, aber ich möchte es trotzdem nicht ausprobieren. Echt eine geile Piste. Danke, TomTom. Ach, macht das Freude? Ach, so schön. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass ich trocken ankomme heute ans Ziel. Das ist sehr, sehr viel Feuchtigkeit in der Luft und schwarz. Und jetzt gerade hier sieht es gut aus, aber je länger der Tag, desto eher muss ich damit Regnen rechnen. Ist jetzt kurz nach Mittag.
Ein schöner Ausflug. Wie heißt es jetzt? Tartales de los Montes. Cool. Jetzt geht's durch eine Schlucht. Aber wie bin ich fasziniert. Wow. Geil. Sehr geil, diese Schlucht. Ich bin fasziniert. Da bin ich gespannt, ob es heute noch mehr solche Überraschungen gibt. Ich habe gerade eben nachgeguckt, das ist der Ebro, der sich hier so tief eingegraben hat. Pesquera de Ebro. Da unten der Ort. I'm loving it. Wow. Ebro ist meines Wissens der größte Strom in Spanien, oder Fluss. Wow, schaut euch diese Felsen an und ich meinte, genau wegen diesem Loch da oben bin ich hier. Das wird dieses Loch sein. Dies war der Punkt, der einzige Routenpunkt von Logroño nach Llanes, den ich eingegeben habe. Ja, du wirst jetzt gefilmt. Orbareja del Castillo. Okay. Sehr schön. Wenn ich das vor mir anschaue, komme ich nicht drum rum, mir Regensachen anzuziehen. So, ich weiß nicht, wie lange ich noch Glück habe. Ich bin jetzt auf der rechten Seite dieses Berges, auf der linken, da regnet es heftig. Zieh es jetzt mal durch bis zu den ersten Tropfen. Aber es wäre ja das erste Mal, dass ich wirklich Glück hätte. Von dem gehe ich überhaupt nicht davon aus. Ja, und sobald die Route mehr links geht, sprich da auf den Berg rum, steigt die Chance, dass ich da in den Regen reinfahre.